Ich bin zu dem Zeitpunkt immer noch nicht davon ausgegangen, dass das ein geplanter Mord hätte gewesen sein können. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Gruselfund von Steinau an der Straße. Das, was ich gehört habe im Vorhinein, waren halt schon sehr belastend. Außergewöhnlich, dass jemand zuerst mit einem Messer auf einen Menschen einsticht und diesen dann auch noch zerteilt. Warum gibt es Menschen, die sowas tun? Tanja B. heute bei der Haftvorführung. Ansonsten war das eigentlich ein Mensch wie du und ich. Kann die Notwehrsituation wirklich so gewesen sein? Für Notwehr sprach, dass es in der Wohnung tatsächlich Spuren eines Kampfgeschehens gegeben hat. Warum hat Tanja B. den Geschädigten getötet? Eine Woche nachdem Tanja B. ihren Lebensgefährten erstochen und dann mit einer Kettensäge zerteilt hat, wird sie in Dortmund festgenommen. Noch in der gleichen Nacht soll sie zur Kripo nach Gelnhausen gebracht werden. Am 11. Juni, da hatte ich Nachtdienst gehabt, hier auf der Polizeistation in Gelnhausen. Mein Dienst hat begonnen um 19:30 Uhr. Wir haben dann Besprechungen gemacht. Die Kriminalpolizei bräuchte eine weibliche Person für einen Transport von Dortmund. Da muss eine Tatverdächtige transportiert werden, Näheres kommt. Als ich bei der Kripo war und die Beamten mich eingewiesen haben in den Fall, war ich wirklich geschockt. Ne? Also man kann es einfach nicht verstehen, dass gerade eine Frau zu sowas in der Lage ist. Aber diese hohe kriminelle Energie, dieses Abgebrühte, das ist für mich nicht begreifbar. Ich habe ihr gesagt, worauf es ankommt, was uns ganz besonders interessiert. Habe mit ihr also ein kleines Briefing gemacht, wenn sie mit der Beschuldigten dann zusammentrifft. Gemeinsam mit zwei Kollegen macht sich Polizeihauptkommissarin Sandra Schwan gegen 23 Uhr auf den Weg nach Dortmund. Wir waren dann so um 1:30 in Dortmund. Dann haben wir die Tatverdächtige quasi im Gewahrsam unten abgeholt. Gegenüber der Dortmunder Polizei hat Tanja B. die Angaben in ihrem Brief wiederholt. Ihr Lebensgefährte habe sie angegriffen und deshalb musste sie ihn töten. In Notwehr. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass es sich bei der Tatverdächtigen um eine sehr extrovertierte Persönlichkeit handelt, mit der man vermutlich auch einen Widerstand haben könnte, die sehr laut ist und vielleicht auch sehr viel redet, weil das so in der Vergangenheit eigentlich des Öfteren der Fall ist, dass gerade wenn man so Gewaltstraftaten hat, dass die Täter dann sehr dominant wirken. Und dann habe ich sie gesehen. Allein vom äußeren Erscheinungsbild her hat sie so dem überhaupt nicht entsprochen. Ne? Also sie war eher ruhig und sachlich und eher so ein bisschen zurückgezogen, aber auch nicht ängstlich. Ne? Und was mir auch aufgefallen ist, sie war sehr höflich. Zur gleichen Zeit in Frankfurt. Die beiden Rechtsmedizinerinnen schließen ihre knapp 6-stündige Obduktion ab. Das Ergebnis der Sektion, wie sich von dem Fundort- oder Tatortbericht her schon angedeutet hat, dass er durch scharfe Gewalt, also durch Einwirkung eines Messers, ums Leben gekommen ist. Wir haben ein Messer vorgelegt bekommen, ein Küchenmesser. Und das ist auch Teil der Obduktion, das wird dann entsprechend abgeglichen. Und unser Ergebnis kann sein und war in dem Fall, dass dieses Messer geeignet ist, um sämtliche Stichverletzungen oder scharfe Verletzungen, die wir gefunden haben, hervorzurufen. Bei jeder Sektion, wo es sich mutmaßlich um ein Tötungsdelikt handelt, wird natürlich neben der Feststellung der Todesursache und dem Tatmittel, scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt, Strangulation, auch nach eventuellen und möglich spezifischen Abwehrverletzungen geschaut. Und die hatten wir im vorliegenden Fall möglicherweise an den Unterarmen, also an den Parierstellen der Unterarme und an dem Daumen der einen Hand.
Weisen die Stichverletzungen des Opfers auf einen Kampf hin? Wurde Tanja B. tatsächlich von ihrem Lebensgefährten angegriffen und war die Tötung wirklich eine Notwehrhandlung? Musste sich Tanja B. wehren? Dazu will die Kripo sie so schnell wie möglich befragen. Tanja B. wird noch in der Nacht von Dortmund nach Gelnhausen gebracht. Wir haben sie ja im Auto transportiert und man muss immer überlegen, ich habe meine Waffe ja auch auf der rechten Seite und sie sitzt ja quasi dann rechts neben mir und die Gefahr wäre einfach zu groß, wenn man sie vorne fesseln würde, dass sie vielleicht mit einer Hand rübergreift. Wir haben sie dann auf dem Rücken gefesselt, weil das für uns einfach sicherer war. Bis Gelnhausen sind es 250 Kilometer. In dem Moment, wo man Gewaltstraftätern begegnet, stellen sich manche Fragen, die man sich vorher gar nicht gestellt hat. Ist man freundlich oder nicht? Über was spricht man eigentlich? Spricht man überhaupt? Behandelt man die Person von oben herab oder probiert man der Person auf Augenhöhe zu begegnen? All das sind Fragen, die man sich nicht stellt, bis es soweit ist. Und mit einer Person 2,5 Stunden im Auto zu sitzen, ist schon auch für Polizisten eine seltsame und eine angespannte Situation, denn dann stellen sich genau diese Fragen. Wie geht man miteinander um? Wie behandelt man diesen Menschen? Soll man ein Gespräch anfangen? Soll man auf Fragen antworten? Wie soll man auf Fragen antworten? Und vor allen Dingen soll man ihr Fragen stellen?